Warum haben Sie das Klavier als Instrument gewählt? Schwer zu sagen. Ich habe meine Großmutter, meine Tante, jede gehört, wie sie spielten. Dann habe ich nachgeahmt. Aber an für sich, ich kann mich nicht vorstellen, dass ich was anderes spielen würde. Das Klavier hat alles, ist ein Orchester. Man hat alle Möglichkeiten, man kann sich absolut alleine ausdrücken. Alle möglichen Farben, Umfang, ein tolles Instrument. Außerdem ist eine fantastische Literatur dafür komponiert. Und wann haben Sie angefangen mit dem Klavierspielen? Ich habe angefangen, Klavier zu spielen mit 3 Jahren. Und dann wollten meine Eltern zu einer Lehrerin gehen. Und sie sagten, na, sie ist ein bisschen zu klein, kommen Sie in 3 Monate, wenn sie 4 ist. Also habe ich mit 4 angefangen. Und 3 Monate später habe ich das erste kleine Konzert gegeben. Nur musikalisches Talent entdeckt man sehr, sehr früh. Vor allem, wenn man interessiert ist. Und wir haben alle angefangen, sehr, sehr, sehr jung. Also alle meine Kollegen, die weiterspielen, die gute Künstler sind. Wie viel muss man eigentlich üben, als Kind und später dann noch? Als Kind muss man sehr aufpassen und sehr wenig üben. Meine Lehrerin bestand auf also nicht mehr als 20 Minuten pro Tag. Und vor allem etwas sehr wichtig ist, dass man vom Anfang an kleine Stücke schon spielt, nicht nur Übungen und das ist tödlich. Dann hasst die Musik, statt sie zu lieben. Dagegen, wenn man so ein kleines Stück schon vom Anfang an, dann denkt, also das ist toll, wie herrlich, also das mache ich weiter. Nicht? Und wie viel muss man später üben als Erwachsener, heute? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die 8 Stunden pro Tag üben. Ich könnte das nie. Ich mache höchstens 4 Stunden im Flügel. Aber der Kopf arbeitet weiter, nicht? Also es ist mir schon häufig passiert, dass ich aufwache plötzlich mitten in der Nacht und ich höre etwas Neues, die arbeiten. Also das heißt, das Unterbewusstsein arbeitet das Werk weiter. Ich könnte nie, also mehr als 3, 4 Stunden pro Tag am Instrument, dann verblödet man, würde ich sagen. Wie gehen Sie an ein neues Werk heran? Wie erarbeiten Sie das? Ja, das ist ganz einfach. Man nimmt die Partitur und spielt als erster Kontakt. Und dann fängt man an zu fühlen, was diesem Werk in einem hervorruft. Und dann, wo die Schwierigkeiten sind, was nicht vom Anfang an kommt, also wo sind die Passagen, die nicht überzeugend sind musikalisch und warum sind nicht musikalisch. Also ich arbeite nur musikalisch. Ich arbeite nie eine Schwierigkeit technisch abstrakt. Also diese Schwierigkeit ist in Beziehung zu irgendeiner Art von Aussage. Und wenn ich weiß, was ich meine, dass der Komponist wollte, dann erst arbeite ich, weil es wird schon einen bestimmten Klang, eine bestimmte Atmosphäre haben. Also ich finde, es lohnt sich nicht nur also einfach die Note und dann denken, ah ja, was wollte er damit sagen? Und dann ist es vielleicht so ein Pianissimo. Und dann braucht man eine ganz andere Technik. Also nur also diese Läufe oder schwierige Passagen zu üben, hilft praktisch nicht. Wie lange dauert denn so etwas? Das ist auch ganz unterschiedlich. Ideal ist, wenn man ein Werk arbeiten kann, sagen wir 2, 3 Wochen, dann lassen, eine Zeit sich ausruhen, also es kommt rein, sogar in den Körper. Nicht? Weil Musik ist auch sehr sinnlich, Rhythmus sowieso passiert nur im Körper. Und dann kann man es lassen, dann wieder 2, 3 Wochen, dann wieder lassen, das ist ideal. Aber manchmal muss es also wegen irgendetwas sehr schnell gehen. Wenn man ein Werk dann lange gearbeitet hat und es ist aufführungsreif, hat man dann eigentlich noch Spaß dran? Ja, desto besser. Also, wenn man ein Werk wirklich drin hat, dann passieren Sachen im Konzert, wo man hätte nie gedacht, dass man vielleicht so etwas ausdrücken würde. Es ist so drin, dass man entdeckt immer wieder was. Also darum ist es nie eine Routine-Sache, würde ich sagen. Man entdeckt immer was Neues. Haben Sie eigentlich Lampenfieber? Glücklicherweise habe ich keinen Lampenfieber. Ich weiß wirklich nicht warum. Aber ich nehme es an, wenn man so konzentriert auf die Musik ist und noch dazu empfindet wie ich, also wenn ein Publikum da kommt, es sind alle Leute, die Musik lieben und die da gekommen, sie haben sich die Mühe gegeben, ins Konzertsaal zu kommen, dass sie hoffen, etwas Herrliches
zu hören und also, da freue ich mich sehr, ich fühle mich wie geborgen durch diese Menschen. Also ich bin sehr glücklich, wenn ich spiele. Was sind die Schwerpunkte Ihres Repertoires? Welche Werke lieben Sie am meisten? Die Schwerpunkte meiner Repertoire ist schwierig zu sagen. Also es geht vom Scarlatti, Bach bis Bartók. Also durch die ganze große Romantiker, Debussy, Ravel, auch die französische Musik liebe ich auch sehr. Die große deutsche Musik natürlich. Es gibt ein paar Komponisten, die ich nicht so sehr bevorzuge. Also es sind die sehr, sehr virtuose, zum Beispiel wie Liszt oder Grieg. Also das spiele ich nie, ein für sich. War es für Sie schwierig, als Südamerikanerin sich in die deutsche Romantik einzuleben? Es war nicht schwierig für mich, in die deutsche Romantik reinzukommen und überhaupt. Also wir spielen natürlich enorm viel deutsche Musik in Südamerika, auch weil das ganz, ganz große Musik ist. Und meine erste große Liebe war Bach, immer, also mit 4, 5 Jahren später schon Inventionen und Präludien und Fugen, vielleicht mit 6 und 7 oder 7. Ist so universell, also man hat einen Kontakt einfach, also es ist vielleicht nicht so wichtig, wo man geboren ist. Vor allem, dass wir in Südamerika alle Europäer sind, nicht? Also irgendwann sind die da gewandert. Also, Wie sieht es denn mit der zeitgenössischen Musik aus? in den letzten 20 Jahren habe ich große Schwierigkeiten gehabt, muss ich sagen. Jetzt gucke ich sehr interessiert, was jetzt kommt. Also es geht vielmehr in eine Richtung, wo ich mich vorstellen könnte, dass ich etwas machen würde. Und es gibt einen Komponist, also ich habe nie etwas von ihm gespielt, aber der mich sehr interessiert, ist Messiaen. Also das wird kommen, sicher.